herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen das 5. Abenteuer aus dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon mit dem Titel Protos und Bellerophon. Ein gutes Oberhaupt hält Versprechen ein, die es Verbündeten und alten Freunden gegenüber gemacht hat. Leider kann die Einhaltung von Versprechen oftmals auch unerfreuliche Konsequenzen nach sich ziehen. Dieses Abenteuer besteht aus 6 Heimatstadt-Episoden sowie einer Kolonie-Episode und ist einfach zu bewältigen. Ja, nach dem sehr anspruchsvollen und schwierigen Abenteuer Die Wiedergeburt von Atlantis, nun ein einfaches Abenteuer. Ich bin sehr gespannt und wir starten direkt die erste Episode. Protos bekommt immer das größere Stück, das ist nicht gerecht, jammerte Akrisius, als er die Neuigkeiten seines Vaters vernahm. Nach jahrzehntelanger weiser Herrschaft teilte König Abas sein Reich zwischen seinen beiden Söhnen auf und zog sich zurück. Protos bekam tatsächlich das größere Stück, nämlich die Länder Tiryns, Peräum und Midea. Akrisius erhielt die Herrschaft über Argos, die prächtige Hauptstadt des Königreichs. »Nun höret mich an, meine Söhne«, sagte Abas. »Ihr müsst nicht nur das Land regieren, sondern auch alle Abkommen achten, die ich während meiner Regentschaft mit anderen Herrschern geschlossen habe. Dazu gehört auch der Schwur, Glaukos zu beschützen, den König von Korinth. Auch du hast einen Pakt mit König Abas geschlossen. Vor langer Zeit, als du und Abas noch Kinder gewesen seid, habt ihr euch geschworen, stets über eure Länder und Nachfahren zu wachen. Hoffentlich werden sich Abas Söhne dem Schwur ebenso verpflichtet fühlen wie Abas selbst. Die Hilfe von Akrisius und Protos könnte sich beim Aufbau der neuen Stadt bei Lykia als unschätzbar erweisen. Lykia wäre ein idealer Platz für eine Stadt, wenn da nicht einige unliebsame Nachbarn wären. In der Nähe leben Scharen feindlicher Amazonen und den Menschen von Solimi sind fremde Eindringlinge zuwider. Dann ist da das Problem der gefährlichen Chimera, die in der Gegend gesichtet wurde. Mit den Söhnen des Königs an deiner Seite könntest du diesen Herausforderungen viel besser trotzen. Vielleicht wäre eine deiner Töchter bereit, die Ehe mit einem von Abas Söhnen einzugehen, um das Bündnis zwischen den beiden Familien zu bekräftigen. Über diese Frage solltest du auf jeden Fall nachdenken, wenn du mit dem Bau von Lykia beginnst. Die erste Episode dieses Abenteuers trägt den Titel Jungs sind eben Jungs. Ja, und es geht um die Geschichte der beiden Söhne von König Abas, Protos und Akrisius, die nun das Land von König Abas regieren sollen. Wir, ein alter Freund von König Abas, sollen die Stadt Lycia gründen. Und wir hoffen auf die Unterstützung der beiden Söhne. Gut, ja, und was sind unsere Ziele? Unsere Stadt soll eine Bevölkerung von 1500 Einwohner aufweisen. Wir brauchen die Unterstützung von 16 Hopliten oder besser. Ja, und unsere Schatzkasse muss mindestens 5000 Drachmen besitzen. Ja, hört sich eigentlich gar nicht so schwierig an und wir schauen uns mal die Karte an, wo wir unsere Stadt Lycia gründen werden. Wir gehen obligatorisch in den Pausenmodus und schauen uns bei der Übersicht die Minimap an. Wir haben hier ganz im Süden die Uferlinien, wo sich hier so Buchten ergeben. Gehen wir mal hier weiter. Ja, haben wir hier auch Buchten und die Besonderheit ist, dass wir hier diese Klippen oder Felsformationen direkt an der Uferlinie haben. Wir haben also wirklich nur hier einen Bereich, den wir bebauen können. Ja, hier ist nichts. Hier ist eine weitere Bucht, wo wir auch entsprechend maritime Bauwerke errichten können. Okay. Gut, wir haben hier ein bisschen Wald und wir haben auch eben schon Wild gesehen. Gehen wir jetzt mal Richtung Norden. Ja, haben wir hier eine große Karte. Oh ja, ach, hier geht es ja auch noch weiter mit der Küstenlinie. Aber wie gesagt, hier können wir gar nichts bauen, wegen dieser Felskanten. Hier haben wir, wie gesagt, Wild. Gut, so, eine große Karte. Hier haben wir fruchtbares Land. Oh ja,
Da ist der Irrigationspunkt. Hier haben wir Wölfe in der Nähe dieses fruchtbaren Landes. So, jetzt sind wir ganz im Norden. Gehen wir mal Richtung Westen. Haben wir auch nochmal fruchtbares Land. Oh, die Karte ist sehr groß. Sehr schön. Ja. Nochmal hier eine Fläche fruchtbaren Landes. Also fruchtbar ist diese Karte auf jeden Fall. So, hier auch nochmal fruchtbares Land. Hier haben wir nochmal Wild. Okay. Dann kommen wir hier nochmal zu dem zweiten Weg. Und dann sind wir hier auch schon wieder am Ausgangspunkt bei unserer Küstenlinie. Gut, dann schauen wir mal, was wir alles so bauen und produzieren können. Ja, was sofort auffällt, ist, dass wir im Baumenü von Zeus sind. Wir sind zurück in Griechenland und haben nicht mehr die Bauoptionen von Atlantis. Das sehen wir hier. Die gehobenen Wohnungen haben wieder ein rotes Dach. Also wir können gehobene Wohnung natürlich in der ersten Episode aufbauen. Bei der Landwirtschaft haben wir bei den Farmen die Weizenfarmen. Bei den Plantagen können wir Reben und Oliven anbauen. Bei Land und Meer haben wir den Jagdhof. Ja, und bei der Viehzucht haben wir Schafe und Rinder. Gut, bei Vertrieb haben wir alle Bauoptionen, genauso wie bei Gesundheit und Sicherheit. Und auch bei der Verwaltung können wir den Stadtpalast bauen und das Steuerbüro. Ja, wir haben jetzt keine Wissenschaftler mehr. Wir haben jetzt wieder kulturelle Gebäude, nämlich das Podium, das Gymnasium, das Theater und das Stadion. Ja, bei der Mythologie haben wir keine Bauoption, aber wir schauen mal, welche Götter uns hold sind und welche nicht. Wir können Zeus, Apoll, Hermes, Athene und Hera anbeten. Ja, und unsere feindseligen Götter sind Poseidon, Demeter, Dionysos und Atlas. Oh, Atlas diesmal als feindseligen Gott. Ja, und Poseidon, das ist auch nicht so toll. Ja, da schauen wir mal, was uns da erwartet. Beim Militär können wir bei den Befestigungen alle Bauoptionen nutzen. Ja, und bei den Militärwerkstätten haben wir nur die Waffenschmiede. Bei der Ästhetik können wir bei den Verschönerungen Gott sei Dank Prachtstraßen und Alleen bauen. Ja, und wir haben eine doch recht große Auswahl an Erholungsgebieten, die wir zur Verschönerung unserer Stadt nutzen können. Gut, ja, dann schauen wir mal direkt auf die Weltkarte. Ja, und auch da seht ihr, dass wir wieder im antiken Griechenland sind. Wir haben die Landkarte von Griechenland und den umgebenden Ländern. Ja, Lycia ist hier an der östlichen Mittelmeerküste und wir haben schon einige Handelspartner. Anafe als Verbündeter handelt aber nicht mit uns. Itanus, auch Verbündeter, handelt auch nicht mit uns. Dikte ist ein Verbündeter, handelt auch nicht mit uns. Dann haben wir Medea, einer der Städte von König Abas Königreich. Ja, wir können bei Medea Olivenöl kaufen und wir können Fleisch verkaufen. Argos verkauft nur, und zwar Fisch und Orangen. Tions kauft bei uns Rüstungen, verkauft uns Fisch, Trauben und Wolle. Korinth verkauft nur, und zwar Weizen und Wein. Hereum kauft Fisch und verkauft uns Marmor. Ja, und da haben wir noch Antissa, verkauft uns Bronze. Dann haben wir Solimi als unseren Rivalen, braucht Holz und produziert Bronze. Ja, und wir haben Themiskra als Rivalen, braucht Marmor und produziert Fleisch. Ja, was den Handel betrifft, sieht es etwas mau aus. Wir könnten Rüstungen verkaufen, dafür müssen wir aber die Bronze einkaufen. Ansonsten haben wir im Moment keine Exportgüter, die wir verkaufen können. Gott sei Dank können wir fast alles selber produzieren hier. Gut, ja, was ist jetzt nun der Plan? Ein wichtiger Punkt für die Siedlung unserer Stadt sind hier diese Buchten, wo wir unsere Piere und auch später Triremenhäfen bauen können. Da gibt es nur zwei, nämlich einmal diesen hier. Das hat überhaupt keinen Zweck hier.
Und hier haben wir noch einen großen Bereich, den wir dann tatsächlich bebauen können. Hier oben war ja nichts mehr gewesen. Deswegen werde ich hier unsere Stadt aufbauen, damit wir hier entsprechend den Handel durchführen können und die Wege nicht allzu weit sind. Wir haben ja Gott sei Dank hier drüben fruchtbares Gebiet und auch hier, also da werden wir wohl keine Probleme haben, unsere Bevölkerung zu versorgen. Okay, dann würde ich mal sagen, beginnen wir jetzt und bauen hier unser erstes Wohngebiet auf. Hier ist jetzt unser erstes Wohngebiet für die Arbeiter in einer Bauweise, wo wir die Wohngebäude hier außenrum haben. Deswegen haben wir hier auch schon einen Straßenring, der außen entlang läuft. Und unsere Dienstleistungsgebäude kommen dann hier innen rein. Na, schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wir brauchen auf jeden Fall einen Architekten, der kann hier hin. Und wir bauen einen Brunnen, der kann hier hin. So, und dann können wir nämlich das jetzt hier entsprechend parzellieren. So, und dann hier einmal rum. Das müsste nämlich jetzt genau passen. Ja, passt fantastisch, gefällt mir schon gut. So, dann können wir den Pausenmodus natürlich jetzt aufheben. Ja, wir gehen noch schnell hier bei Gewerbe und stellen die Priorität bei Gesundheit und Sicherheit auf hoch. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wo unsere Bürger einwandern. Ja, das wissen wir. Ja, sie wandern hier vom Nordosten her ein. Da müssen sie jetzt leider sich ein bisschen auf den Weg machen. So, wir erfreuen uns nur einer mittelmäßigen Beliebtheit, welche sich bestimmt bald verändert. Wir bauen schon mal hier das Silo auf. Das kann hier hin. Ja, und dann können wir hier die Straße einmal drumherum bauen. Und dann bauen wir auch schon die beiden Lagerhäuser. Ja, das können wir tatsächlich so bauen. Ja, wir brauchen natürlich einen Architekten hier. Tja, wo kann der denn hin? Es ist jetzt wirklich die Frage, ob ich diese Straße überhaupt brauche. Dann machen wir das doch so. Dann kann der Architekt hier hin. Die Sperren nicht vergessen hier. Ja, unsere Bürger haben jetzt endlich mal ihre Parzellen erreicht. Wir werden zu jedem Symposium eingeladen. Das ist doch nicht schlecht, aber im Moment für uns noch vollkommen uninteressant. So, interessanter ist eher, wie sich jetzt hier unser Arbeitsmarkt entwickelt. Oh, Antissa kauft mehr Oliven. Gut, wir können jetzt auch Oliven verkaufen. Naja, das ist jetzt nicht unbedingt der große Verkaufsschlager, aber besser als gar nicht. Ja, und wir haben auch schon mittlerweile 100 Personen in unserer Stadt. So, ich denke, wir können jetzt mit der Nahrungsmittelproduktion schon mal anfangen. Da wandern jetzt gleich noch ein paar neue Bürger ein. Wir beginnen mit der Wildproduktion. Das kann man ja immer relativ schnell hier produzieren. Wir bauen 2 Jagdhöfe, werden aber später dann auch ganz schnell mit der Weizenproduktion beginnen. So, da kommen die nächsten neuen Bürger. So, und unsere Jäger machen sich schon auf dem Weg, das ist gut. Und wir haben die ersten Arbeitslose, dann würde ich sagen, beginnen wir schon mit der Olivenproduktion. Ja, wir haben ja hier ein Gebiet, wo wir Oliven kultivieren können.
Der Weg ist recht weit, den wir hier so bauen müssen. So, noch ein Stückchen, würde ich sagen, so, ja, das reicht. So, und dann können wir jetzt hier mal 3 Landarbeiterlager bauen. So, und hier vorne möchte ich eigentlich die Weizenfarmen bauen. Und die Oliven, die werde ich hier hinten hinsetzen, weil da sind die Wölfe und die Wölfe können wohl nicht durch diese Olivenhaine streifen. Wolle bzw. Schafe werden wir jetzt hier nicht weiden lassen. Das ist uns ein bisschen zu gefährlich mit den Wölfen hier. So, dann Oliven. Können wir hier hinsetzen. So, dann bauen wir hier noch einen Architekten auf. Sperre nicht vergessen. Da bauen wir direkt einen Loop, denke ich mir mal. So, dann, ja, Antissa hat einen Handelsposten. Das ist doch schon mal schön. Den können wir doch direkt hier hinsetzen. Ja, machen wir das so. Da können wir nämlich jetzt hier die Oliven verkaufen. Wir können bei Antissa ja auch die Bronze einkaufen, die wir für die Rüstungen brauchen. So, ja, viel kaufen die jetzt nicht. Da reichen 6. Dann würde ich jetzt hier noch ein Warenlager bauen. Das machen wir anders. Führe noch eine Straße durch. Dann kann hier das Warenlager für die Oliven. So, und dann bauen wir aber direkt schon mal hier. Können wir nur eine Weizenfarm hier bauen? Also schade, ne? Naja, gut. Bauen wir hier noch die zweite hin. Na, dann können wir eigentlich auch da den Architekten hinbauen, ne? Gut. Ja, wunderbar. Wir haben das erste Wild schon im Silo. Können wir direkt den Lebensmittelhändler hier aufbauen. Ja, und eine Klinik sollten wir auch schon bauen. Und die kommt hier hin. So, und dann kommt nämlich hier das Theater hin. Das passt nämlich dann hier genau rein. Sehr schön. Hier haben wir noch Platz für Verschönerungen. So, diese beiden Warenlager können wir schon mal einstellen. Hier kann Olivenöl angenommen werden und hier wird natürlich Wolle angenommen. So, und wer kauft jetzt noch mal Rüstungen? Ja, das war Tirns. Gut, dann müssen wir noch das Pier von Tirns bauen. Alles andere war uninteressant gewesen. Ja. So, hier passt doch schon das Pier nachher hin, ne? Von Tirns. Das passt doch genau. Hier, nee, das machen wir so, dann können wir den Weg noch drumherum führen. Ja, das ist doch gar nicht schlecht. Ja, und unsere Wohngebäude haben sich alle wunderbar weiterentwickelt. Alle Bürger haben jetzt hier Nahrungsmittel bekommen. Ja, wir brauchen allerdings auch 63 Arbeiter, aber da wandern ja jetzt hoffentlich demnächst jede Menge Bürger ein. Ja, und da wandern sie ein, die neuen Bürger, das ist sehr schön. Dann können wir gleich mit der Rüstungsproduktion beginnen. Wir haben ja noch etwas in unserer Stadtkasse. Der Import von Bronze ist ja doch recht teuer.
Ja, und jetzt sind wir beliebter als türkischer Honig. Wie gesagt, das geht manchmal ganz schön schnell, wenn man hier gut zu seinen Bürgern ist. So, wir haben die ersten Arbeitslosen. Bevor wir jetzt mit der Rüstungsproduktion beginnen, beginnen wir schon Wolle zu produzieren. Die Wolle können wir hier in diesem Bereich hier produzieren. Da haben wir keine Gefahr von Wölfen. Wir führen die Straße mal hier hoch. So, und dann können wir, ja, führen wir das hier so rein. Und dann bauen wir mal, ja, ich denke mir mal 2 Wollsammelstellen reichen. Dann bauen wir jetzt hier auch so einen Loop. Und einen Architekten. Wir brauchen Mitarbeiter. Ja, ich weiß. So, und dann können wir hier entsprechend unsere Schafe platzieren. Gut, und dann bauen wir, ne, brauchen wir noch nicht, die Wolle kann direkt in das Warenlager an unserer Stadt gebracht werden. Ja, und wir haben schon 500 Personen in unserer Stadt. Ja, und dann werden auch schon die ersten Oliven zu unserem Handelsposten gebracht. Gut, dann können wir jetzt entsprechend hier Oliven verkaufen. Und wir kaufen jetzt auch Bronze ein. 6 Einheiten. Beziehungsweise könnten wir die fordern? Ja, könnten wir fordern. Wunderbar. Dann würde ich jetzt hier dieses Lagerhaus noch frei machen für Bronze. Ja, ob das so gut war, dass ich die Landarbeiterlager so weit weggebaut habe, beziehungsweise meine Olivenbäume so weit hier hinten platziert habe, da weiß ich nicht, ob ich das noch eventuell ändern möchte. Ich glaube, wir machen das so. Ich führe hier die Straße so und baue jetzt hier nochmal 3 Landarbeiterlager. Dann können wir hier nochmal Olivenbäume setzen. Und dann würde ich die hier abreißen, glaube ich tatsächlich. Oh, Antissa kauft mir Oliven. Ja, das passt ja wunderbar. Und Antissa gewährt uns die Bronze. 6 Bronzebarren nehmen wir an. So, und die reißen wir hier ab. Und dafür bauen wir hier nochmal 3 Stück auf. Ja. Dann kann der Architekt hier hin. Das ist, glaube ich, besser. So, Sperre nicht vergessen. Und dann noch ein paar Olivenbäume. So, Bronze ist eingekauft worden. Den Einkauf können wir stoppen. Unsere Stadtkasse ist nämlich ganz schön nach unten gegangen. Wir fragen mal Midea. Geben Sie uns etwas? Nein. Oh, hier gibt keiner was. Das ist aber nicht schön. Nahrung können wir fordern. Nee, da können wir jetzt im Moment nichts machen. Hier auch nicht, ne? Nein. Okay. Dann bauen wir trotzdem schon mal eine Waffenschmiede hier auf. Die Waffen produziere ich direkt hier. Werden wir mal hier die Sperre wegnehmen. Und dann baue ich jetzt noch das Pier von Tirns. Das kommt jetzt hier hin. Dann können wir den Weg nämlich hier wunderbar rumführen. So. Und hier müssen wir noch einen Architekten bauen. Na, einen Architekten wollte ich haben. So, ja, und jetzt sind wir dick in den Miesen. Ich hoffe, wir kriegen jetzt noch von irgendjemand etwas Geld, aber da haben wir jetzt wenigstens unsere Rüstungsindustrie jetzt hier schon am Laufen.
Ja, was haben wir hier? Chimera bedroht Dikte. Ein großes Unheil naht Dominus. Es ist einem Boten vom Hofe von Lysistratos gelungen, sich aus Dikte zu schleichen und die Nachricht zu überbringen, dass Chimera über die Stadt hergefallen ist. Lysistrato bittet sie darum, innerhalb von 2 Monaten zu helfen, das Ungeheuer zu besiegen. Aha. Können wir dafür jetzt eine Heldenhalle bauen? Nö. Ja, also dann weiß ich auch nicht, wie wir dieses Ungeheuer bekämpfen können. Kann ich jetzt, glaube ich, nicht wirklich helfen. Ja, bis jetzt hat uns noch keiner geholfen hier mit Geld. Ich hoffe, da passiert noch was, dass uns irgendeiner sich erbarmt, uns noch etwas Geld zu geben. Ja, und Dikte schätzt uns weniger, weil wir das Ungeheuer Chimera nicht töten konnten. Ja, und Dikte ist zerstört. Oh, das ist schade. Ja, da ist Dikte nur noch Ruinen. Das ist sehr schade. Ja, dadurch sind natürlich unsere Verbündeten alle gleichgültig geworden. Und wir haben jede Menge Schulden und wir können nichts verkaufen. Das ist echt sehr schade hier. So, Rüstungen können jetzt verkauft werden hier. Ja, da wird sie auch jetzt schon direkt zum Pier gebracht. Dann können wir wenigstens das verkaufen. Im Januar werden die Oliven geerntet, aber ich glaube, wir haben uns da ein bisschen vertan mit den Rüstungen. Das war, glaube ich, keine gute Idee, wenn wir hier kein Geld bekommen. So, da kommt unser Handelspartner aus Tirns. Können wir wenigstens etwas Rüstung jetzt verkaufen. Ja, damit wir uns noch ein bisschen mehr an Rüstungen verkaufen können. Ja, und diese Waffenschmieden sind halt super teuer, ne? 100, ach komm. Aber wir haben auch keine Arbeiter, ne? Nee. Ja, komm, dann machen wir jetzt Folgendes. Dann bauen wir jetzt hier das Gymnasium. Das kann hier hin. Und dann können die sich hier weiterentwickeln. Nahrungsmittel haben wir und wir haben auch Wolle. Oh, das wird echt schwierig. Wir haben Januar, das ist schon mal gut. Dann werden jetzt hier die Oliven geerntet. So, und dann werden auch die Oliven schon zum Handelsposten gebracht. Dann können wir das jetzt auch verkaufen. Hier sind wieder Rüstungen drinnen, das ist gut. Vielleicht schaffen wir das ja jetzt mal. Ja, mittlerweile können wir ja schon 24 Körbe Oliven bei Antissa verkaufen. Dann können wir das hier mal erhöhen auf 12. Ja, der Handelsposten ist jetzt hier gut gefüllt mit Oliven. Ich warte nur auf unseren Händler jetzt allmählich mal. So, was kriegen wir eigentlich für die Oliven? 38 kriegen wir. Okay. Das ist nicht viel und unser Händler kommt irgendwie nicht. Wo bleibt er denn? So, da kommt jetzt unser Händler endlich mal aus Antissa. So, bitte jetzt mal hier Oliven kaufen. Oh ja, wir haben den Jahrestag der Verschuldung. Oh, ehrenwertes Oberhaupt Dominus, ein weiteres Jahr ist vergangen und Sie sind immer noch verschuldet. Ihre Arbeiter verlangen ihre Löhne und wenn Sie Ihre Schulden nicht bald abbauen, können Sie wirklich sehr unbeliebt werden. Ja, aber jetzt sind wir doch dabei. Naja, also eine Besonderheit dieser
Episode ist, wir kriegen kein Geld von unseren Verbündeten. Aber wir können jede Menge Oliven dieses Mal verkaufen. Das ist nicht schlecht. Da kommt schon wieder der Händler. So, bitte komm hier direkt kaufen. Oh, 28 Drachmen plus. So, und da können wir jetzt wieder eine Rüstung verkaufen. Das heißt, wir investieren das Geld gleich direkt wieder in eine Waffenfabrik. Ja, dann tun wir das auch beflissentlich, weil das bringt uns wirklich Geld. So, wir haben auch jede Menge Arbeitslose. Ja, sehr gut. Aber wir haben das Problem, dass wir natürlich wieder Bronze einkaufen müssen hier. Itanus wird zornig. Ja, von mir aus. Wir handeln gar nicht mit dir. Und Anafe wird auch zornig. Und wir haben schon wieder minus 1 Drachmen. Ja, so einfach ist diese erste Episode gar nicht hier. So, wie sieht es hier aus? Aber wir können noch ein paar Oliven verkaufen. Das ist gut. Ein bisschen Bronze haben wir auch noch hier im Warenlager. So, wir könnten noch ein bisschen Wolle verschenken, oder? Hier, komm. Dann Antissa, du bekommst jetzt Wolle von uns, ein mittleres Geschenk Wolle. Vielleicht können wir ja gleich dann nochmal Bronze bei dir fordern. Und die Rüstung verkaufen wir jetzt gut. Ja, und als nächstes würde ich jetzt den Stadtpalast bauen, wenn wir ein bisschen Geld haben. So, wir haben schon 370 Drachmen plus. Sehr schön. Da sind die Oliven nämlich jetzt gekauft worden. Ja, und jetzt warte ich noch darauf, dass die Rüstungen hier verkauft werden. Und dann können wir den Stadtpalast bauen und auch noch Steuern eintreiben. Ah, wunderbar. Da kommt schon unser Handelspartner aus Tirns. Aha. So, dann bauen wir hier ein bisschen Allee auf, nämlich hier. Und bauen jetzt unseren Stadtpalast hier auf. Ja, so. Dann setzen wir hier die Sperren hin und dann kann hier der Architekt noch hin. Und ganz schnell das Steuerbüro. So, jetzt können wir Steuern eintreiben. Das ist jetzt auch gut. Antissa, Dank für das Geschenk, was es nicht brauchte. Okay. Ist man denn jetzt ein bisschen glücklicher mit uns? Immer noch gleichgültig. Naja, okay. Ja, für den Bronze-Import müssen wir tatsächlich jede Menge Oliven hier verkaufen. So, ich glaube, jetzt habt ihr aber alles gekauft, ne? Oh, das neue Jahr hat schon angefangen. Okay. Wann haben wir wieder das gesamte Kontingent, was wir hier verkaufen können? Ja, wir haben ja Herr Midea, die kaufen ja Fleisch. Und wir könnten denen noch etwas Fleisch schenken. Dann könnten wir von denen ein mittleres Geschenk, Fleisch, doch nachher etwas Geld mal fordern, oder? So, der Handel mit Anafe wird ausgesetzt. Was für ein Handel? Ja, handelt doch gar nicht mit uns.
Oder habe ich da irgendwas nicht mitbekommen? Nee, ne? Ja. So, wir haben immer noch so viele Arbeitslose. Wir könnten auch ein bisschen Holz produzieren. Das können wir dann auch verschenken. So, wir könnten doch hier auch Holz produzieren, oder? Dann bauen wir doch mal hier 2 Sägemühlen auf. Und dann kann hier Holz angenommen werden auch. So, jetzt müssen wir wieder Bronze einkaufen. Na, ich bin noch nicht ganz sicher, ob unsere Stadtkasse das tatsächlich verkraftet. Nochmal den Einkauf stoppen. Okay, jetzt kaufen wir doch Bronze ein. So, das müssen wir sofort wieder stoppen. So, Midea, Dank für das Fleisch. Das ist nett. Gibst du uns dann dafür auch Geld? Schade. Ja, unsere finanzielle Lage ist immer noch mehr als angespannt. Mit den Olivenexporten können wir unsere Bronzeimporte wirklich nicht finanzieren. Aber wir haben Fleisch im Silo und wir produzieren ja auch Weizen. Vielleicht sollten wir auch noch Fleisch verkaufen. Wir haben ja Midea schon Fleisch geschenkt und sie geben uns immer noch kein Geld. Nein, wie unverschämt. Gut, wir werden jetzt noch das Pier von Midea bauen. Wo kann das jetzt hin? Hier passt es doch. Sehr schön. Dann schließen wir es so an, ne? Ja. Ja, das weiß ich. Und dann verkaufen wir jetzt hier Fleisch etwas. Oh, viel können wir ja auch nicht verkaufen. Aber egal, wenigstens noch ein bisschen mehr, damit wir irgendwann mal hier auch ein bisschen auf einen grünen Zweig kommen. Also Fleisch haben wir ja genug hier im Silo. So, und damit sich jetzt hier unsere Wohnungen weiterentwickeln, brauchen wir den Wollhändler. Wolle haben wir ja Gott sei Dank mehr als genug. So, ein bisschen Rüstung wird wieder verkauft. Wir bauen dann noch 2 Weizenfarmen, um hier die Lebensmittelversorgung jetzt zu gewährleisten, wenn wir das Fleisch verkaufen. Da wird es nämlich gerade schon zu unserem Pier gebracht. Oh, da kommt schon Weizen. Ah, sehr gut. So, der Wollhändler ist auch schon unterwegs. So, und dann entwickeln sich ja unsere Wohngebäude weiter. Ja, dafür, dass es ein einfaches Abenteuer sein soll, ist der Anfang doch recht schwer, oder? So, wir bauen jetzt hier schon mal 2 Weizenfarben nochmal auf. Die müssten hier hinpassen können. Ja, hier passen jetzt keine mehr hin. Dann können wir die Straße auch hier so weiterziehen. So, und dann noch eine Weizenfarm. Hier passt keine hin. Wo passt die nächste hin? Hier. Oh, gut. So, Holz produzieren wir auch. So, da wandern auch wieder jede Menge neue Bürger ein. Das gefällt mir gut. Wenn jetzt hier die Landarbeiterlager mit den Oliven so weit weg sind, zu den Produktionsstätten, die wir später noch bauen und auch zu den Handelsposten, sollten wir hier noch ein Warenlager bauen. Dann hätten wir noch einen Karrenschieber zusätzlich, der dann auch Oliven produziert. Ich glaube, das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. So, wir haben wieder etwas mehr Geld.
in unserer Stadtkasse. Ja, und jetzt mit den 2 Waffenschmieden, ich glaube, das läuft ganz gut. Nur mit der Bronze ist noch so ein bisschen, wo ich Probleme habe. Aber vielleicht können wir die jetzt auch weiter importieren. Ja, unser Verbündeter Antissa ist gleichgültig. Da werden wir nichts mehr bekommen. So, der Arbeitsmarkt erholt sich allmählich und wir haben schon 1000 Einwohner in unserer Stadt. Wunderbar. So, wir haben November. Unser Handelspartner Turns hat 6 Waffen gekauft. 2 sind noch im Warenlager. Also man könnte noch eventuell eine 3. Waffenschmiede bauen, aber ich denke mir mal, mit unserer knappen Stadtkasse sollten wir da noch ein bisschen mit warten. So, wir haben wieder Arbeitslose. Unsere Handelspartner kommen und können jetzt wieder einkaufen. Und der Handel wird mit Itanus ausgesetzt. Naja gut, soll mir eigentlich auch egal sein. Mit denen handeln wir sowieso nicht. Ja, jetzt wo wir auch Rüstungen noch verkauft haben, kaufen wir wieder etwas Bronze ein. So, und hier sehen wir auch etwas an Oliven im Warenlager. Wir bauen nochmal 2 Landarbeiterlager hier auf. So, dann kommen hier noch ein paar Olivenbäume hin. So, dann könnten wir doch jetzt Antissa doch noch ein Geschenk geben, oder? Hier Oliven, mittleres Geschenk Oliven. Ja, wir ernten ja bald schon wieder Oliven im Januar. Ja, und Antissa, Dank für die Oliven, bitteschön. Ja, und dann sollten wir uns jetzt allmählich mit dem Wohngebiet der gehobenen Wohnung mal beschäftigen. Ich möchte nur einmal jetzt das nächste Jahr noch verstreichen lassen mit den Bronzeimporten, ob das klappt hier. Wir haben jetzt Januar. Ja, ich glaube, der Verkauf von Fleisch war nicht schlecht gewesen. Ja, und der von Rüstungen auch nicht. Das ist schon ziemlich gut. Oh ja, wir haben jede Menge Arbeitslose. Dann sollten wir jetzt tatsächlich mal mit dem Bau unseres Wohngebiets der gehobenen Wohnungen beginnen. So, wir haben jetzt hier schon mal das Wegesystem für das Wohngebiet der gehobenen Wohnung aufgebaut. Wir bauen wieder 2 einfache Agroas. Die passen hier wunderbar hin. Dann dürfen wir die Sperren nicht vergessen. So, und wir brauchen definitiv hier Denkmäler. Ich werde jetzt mal ein Denkmal hier schon mal setzen. Und wir brauchen einige Prachtstraßen, aber wir müssen ja jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir hier Kultur haben. Ne? Bauen wir erstmal hier die Allee. Die müssen wir wieder so bauen, dass hier die Prachtstraße passt. Genau. Und wir sollten daran denken, nicht so viel Geld auszugeben. Wir sehen ja jetzt schon wieder, wie sich hier das gerade wieder neigt. Deswegen müssen wir jetzt hier schon mal wenigstens den Architekten errichten. Der kommt hier hin. Dann können wir den Pausenmodus nämlich schon mal aufheben. So, und der Handel mit Anafe geht weiter. Das ist ja nett. Dann bauen wir jetzt hier noch ein Stück Allee auf. So, bauen die Sperre hier auf, nehmen diese Sperre hier weg, weil ich hier gleich meine Philosophenschule baue. So, und da muss natürlich hier unser Architekt auch entlang gehen. Genau, das macht er schon jetzt. Das können wir hier noch vervollständigen. Ja,
Und dann kann nämlich schon mal, wir haben ja genug Arbeitslose, hier die Philosophenschule hin. Und das Podium können wir hier schon mal hinbauen. Oh, und unsere Bronze ist gerade wieder eingekauft worden und wir haben wieder kaum Geld. Okay. Aber wir lassen das jetzt mal so. So, Antissa. Ist immer noch nicht ganz zufrieden mit uns. Wir verschenken nochmal Oliven. Jetzt können wir ein großes Geschenk Oliven mal verschenken, damit wir nochmal Bronze fordern können. Ich werde jetzt den Einkauf wieder mal stoppen. Ja, ich glaube, Oliven produzieren wir jetzt mehr als genug. Allerdings brauchen wir jetzt auch allmählich Olivenöl für unsere gehobenen Wohnungen. Nichts leichter als das. Wir bauen mal 2 Olivenpressen auf. Das sollte reichen. Nahrungsmittel haben wir genug, aber wir bauen nochmal eine Weizenfarm auf. So, und jetzt müssen wir aber auch wieder warten mit dem Bauen, bis wir wieder etwas Geld haben. Naja, wenigstens entwickelt sich hier dieses Wohngebiet jetzt weiter. Antissa dankt für die Oliven. So, kriegen wir denn jetzt von ihr Bronze geschenkt? Ja, können wir machen. Wunderbar. Brauchen wir das wenigstens nicht mehr einzukaufen. Dann können wir uns jetzt tatsächlich mit unserem Wohngebiet der gehobenen Wohnungen weiter beschäftigen. Allerdings brauchen wir jetzt erstmal ein bisschen Olivenöl. Ne? Es brennt. Ein Pier. Das ist doof. Ja, dann müssen wir hier mal eine Sperre setzen. So. Gut, gelöscht worden. Alles ist wieder in Ordnung. So, dieses Warenlager braucht jetzt keine Bronze mehr anzunehmen. Das nimmt jetzt nur noch Holz an. Auch die Oliven brauchen nicht angenommen zu werden. Die haben wir ja jetzt in einem separaten Warenlager. Die Bronze kann jetzt hier bei dem Warenlager für Olivenöl mit aufgenommen werden. Dann ist es nicht so weit hier zu unseren Waffenschmieden. So, da haben wir wieder etwas Geld. Dann bauen wir jetzt hier schon mal die kulturellen Gebäude auf. Und zwar hier 2 Gymnasien. Und dann können wir hier schon mal 2 Podien bauen. Und hier kommt nachher das Theater hin. So, und hier können wir noch ein paar Prachtstraßen bauen. Dann können wir hier nämlich die ersten gehobenen Wohnungen aufbauen. Wir brauchen die Unterstützung von 16 Hopliten. Das heißt, wir müssten, wenn in jeder entwickelten gehobenen Wohnung mit Waffen 2 Hopliten sind, ja, brauchen wir 8. Gut. So, wir kriegen nochmal 6 Bronzebaren von Antissa. Das ist sehr schön. So, Antissa hat auch sein ganzes Kontingent jetzt hier entsprechend gekauft. Wir haben ja auch eine leichte Überproduktion, stelle ich fest hier. Komm. Dann kriegst du nochmal ein großes Geschenk Oliven. Ja, okay. Arbeitsmarkt sieht auch gut aus. Dann können wir jetzt hier das Theater bauen. So, und hier kann die Schauspielschule hin. Das passt nämlich sehr gut. Gut, ja, und sobald wir jetzt Olivenöl haben, können wir die ersten gehobenen Wohnungen aufbauen. So, dafür würde ich jetzt aber hier schon mal unser Steuerbüro setzen. So, wir haben jetzt Wolle und auch Olivenöl sowie Nahrung.
Gucken wir mal, ob wir die ersten gehobenen Wohnungen hier aufbauen können. Hier zum Beispiel. Das geht. Das geht auch. Sehr schön. Die Prachtstraße werden wir mal ein bisschen hier verlängern. Okay, so die können sich auf jeden Fall weiterentwickeln. Und wir warten noch ein bisschen mit den Händlern. Unsere Residenzen haben ja genug Ressourcen jetzt erstmal. Dann werden wir nachher nur Waffen entsprechend zur Verfügung stellen. So, Antisas haben wir gerne gemacht. Und der Handel mit Itanus geht weiter. Oder Itanus, wie es auch immer ausgesprochen wird. Ja, 2 Krüge Olivenöl haben wir noch. Da kommen auch schon wieder neue. Dann können wir doch noch 2 hier hinsetzen, oder? Jawohl. Ah, das sieht doch gut aus. Und dann müssen wir nachher, wenn wir ein Denkmal wieder haben, das hier hinbauen, dann können wir hier die anderen 4 bauen. Ja, und irgendwann müssen wir tatsächlich unsere Bürger hier in den gehobenen Wohnungen mit Waffen versorgen, unserem Hauptexport. Aber kriegen wir hin. Ja, wir produzieren doch ein bisschen zu viel Oliven. Wir könnten noch eine Olivenpresse bauen. So, und Antissa gibt uns Bronze und sie kriegt nochmal ein großes Geschenk Oliven. Da haben wir ja jetzt wirklich genug. Ja, das sieht sehr gut aus. So, unser Silo sieht auch nicht mehr so gefüllt aus. Dann baue ich doch noch vorsichtshalber hier 2 Weizenfarmen auf. Okay, das geht jetzt nicht mehr. Ja, dann bauen wir das so, ne? Dann können wir die Straße aber auch so bauen. Ja, einen Architekten sollten wir aber auch noch mal bauen. So, wir kriegen wieder 6 Bronzebarren. Sehr schön. Antissa, Dank für die Oliven. Alles gut. So, Holz haben wir jetzt auch mehr als genug. Und schaut euch unsere Stadtkasse an. Ja, das gefällt mir gut. Ja, wir haben leider immer noch kein Denkmal, was sehr schade ist. Aber wir können schon mal die Prachtstraße bauen. So, bis hier. Wir warten jetzt, bis die Weizenernte da ist. Das dauert jetzt nicht mehr lange. Und dann bauen wir die restlichen 4 gehobenen Wohnungen auf. Ja, und dann müssen wir unseren Bürgern hier die Waffen zur Verfügung stellen. Den Waffenhändler könnten wir eigentlich schon mal hier aufbauen. So, ja. Ich hoffe, ich kriege bald hier mein Denkmal endlich mal. So, wir werden jetzt mal keine Rüstung mehr verkaufen. Die Rüstungen können hier eingelagert werden, wo das Olivenöl und auch die Bronze eingelagert wird. Und dann starten wir mal die Entwicklung hier unserer gehobenen Wohnungen. Ja, unser Silo ist leer, aber da kommt unsere Weizenernte. Das passt gut, aber ich sehe gerade, Wolle haben wir auch nicht mehr so viel. Na komm, dann bauen wir hier noch 2 Wollsammelstellen auf. Gut. Ja, und hier sehen wir, wie sich unsere gehobenen Wohnungen weiterentwickeln. Wie gesagt, hier sind jetzt 2 Waffen eingelagert, das heißt, wir können ja auch nicht weiterentwickeln. 2 Hopliten, wie ich eben schon gesagt habe, brauchen wir 8 gehobene Wohnungen, um die 16 Hopliten zu haben. Und wir haben endlich unser Zufriedenheitsdenkmal. Wunderbar, das kommt dann jetzt nämlich hier hin. So, und sobald wir jetzt ein bisschen mehr Wolle haben, ja, können wir unsere weiteren 4 gehobenen Wohnungen aufbauen.
Ja, ich stelle gerade fest, wir haben natürlich hier in den Wollsammelstellen jede Menge Wolle, sehe ich hier. Der Weg ist halt mega weit bis zu dem Lagerhaus, das müssen wir auch ändern. Wir bauen hier ein Warenlager auf, welches die Wolle annimmt. So, und dieses hier fordert die Wolle. Ich denke mal, 12 Einheiten reichen. Dann kriegen wir jetzt relativ schnell hier auch jede Menge Wolle. Ja, das weiß ich. Dann können wir hier die beiden Wohnungen noch weiterentwickeln. Bauen wir hier ein Stück Allee auf. Ja, dann passt das auch wieder. So, ist wieder etwas mehr Wolle jetzt im Warenlager. Also 2 gehobene Wohnungen können wir doch hier schon mal aufbauen, oder? Wunderbar. Da kommt schon wieder weitere Wolle. So, Antissa. Wir brauchen wieder Bronze. Kriegen nichts. Okay. Dann kriegst du wieder ein großes Geschenk. Oliven. So, wir sollten dieses Warenlager auch nochmal einstellen. Also müssen jetzt keine 32 Krüge Olivenöl angenommen werden. Da reichen auch 12. So, ein Holz können wir auch mal verschenken, oder? Midea kriegt Holz geschenkt. Großes Geschenk Holz. Na, wir könnten dir noch ein bisschen Geld verlangen, wenn wir gleich wieder Bronze einkaufen müssen. Aber unsere Stadtkasse ist endlich mal gut gefüllt, auch aufgrund der Steuereinnahmen. Ja, unsere Waffenschmieden haben jetzt leider keine Bronze mehr. Ich kaufe jetzt tatsächlich mal ein bisschen Bronze ein. Und nachher können wir auch nochmal Bronze fordern. So, wir haben wieder jede Menge Wolle jetzt endlich mal im Warenlager. Die restlichen 2 gehobenen Wohnungen. Sehr gut. So, die müssen jetzt alle mit Waffen versorgt werden, die wir jetzt auch produzieren müssen. Und wie sehen unsere Ziele aus? So, unsere Bevölkerung haben wir schon von 1500 Einwohner und wir haben schon 7 Hopliten. Ja, und unsere Schatzkasse muss 5000 Drachmen aufweisen. Die wird jetzt noch ein bisschen leiden, wenn wir jetzt Bronze einkaufen. Aber auch das haben wir bald geschafft. Und dann haben wir die erste Episode unseres Abenteuers Protoss und Bellerophon geschafft, welche doch ganz schön anstrengend war, das muss ich sagen. So, Antissa dankt nochmal für die Oliven. So, und hier sehen wir, die Waren sind schon abgeschmolzen in unseren Wohnsitzen, aber ich glaube, für diese Episode brauchen wir noch keine Händler auf der Agora bauen, obwohl wir genug Material bzw. Waren haben. So, Bronze, wo bleibt denn unser Händler hier von Antissa? Ja, kriegen wir denn nochmal von dir Bronze? Ja, wunderbar. Komm, dann kriegst du sofort nochmal ein großes Geschenk Oliven. So, Midea dankt für das Geschenk, was sie wirklich nicht brauchte, aber ist egal. Und Antissa dankt auch nochmal für die Oliven. Gut, ja, wir müssen jetzt Bronze haben, um Waffen herzustellen, bzw. Rüstungen. Irgendwie kommt unser Händler von Antissa nicht. Ich weiß mal nicht warum. Wo bleibt er denn? Ah, da ist er. Endlich. Jetzt können wir auch unsere Bronze auch einkaufen. So, wunderbar, haben wir eingekauft. Ja, der Arbeitsmarkt sieht fantastisch aus, da brauchen wir jetzt nichts zu machen.
Wir müssen jetzt nur noch ein bisschen das mit dem Bronze-Einkauf steuern und hier unsere gehobene Wohnung weiterentwickeln. Ich werde aber jetzt hier Midea um Geld bitten. Das können Sie gerne machen. Dann kriegen Sie auch nochmal Holz von uns. Großes Geschenk Holz. Weil dann würde ich jetzt tatsächlich noch eine Waffenschmiede bauen. Und würde auch dann jetzt hier im Wohngebiet den Ölhändler aufbauen. Damit wir noch genügend neue Bürger haben. Ja, die Produktion von Weizen sollten wir auch erhöhen. Wir kriegen nochmal 6 Bronzebarren. Wunderbar. Ja, das weiß ich. Aber das ändert sich jetzt bald. So, das Olivenöl ist angekommen und unsere Wohngebäude entwickeln sich weiter. Wir kriegen nochmal 1000 Drachmen von Midea. Wunderbar. Und Midea dankt auch nochmal für das Geschenk. Wir bauen nochmal eine Waffenschmiede hier auf. So, die haben sich hier schon maximal entwickelt. Hängt damit zusammen, dass hier der Schauspieler entlang geht. Wenn wir dann nochmal gucken, hier, Schauspieler, dann haben die alle hier entsprechend jetzt Zugang zu den Schauspielern, aber hier ist die Attraktivität noch nicht hoch genug. Aber hier schon aufgrund der Allee. Naja. Und da kommt auch schon wieder ein neuer Weizen. Das Finanzziel ist erreicht. Wunderbar. So, Bronze nehmen wir jetzt hier auch nur 8 an. Ne? Und Rüstung, das können wir erstmal so lassen. So, jetzt brauchen wir nur noch hier unsere gehobenen Wohnungen entsprechend aufzubauen, beziehungsweise mit Rüstung zu versorgen. Waffenhändler schon auf dem Weg. Wir lassen jetzt den Import von Bronze. Wir können ja nur 12 Barren importieren. Ja, wir haben eigentlich genug Waren jetzt im Warenlager und auch in den Silos. Wir können auch jetzt für das gehobene Wohngebiet die Händler schon aufbauen. Ich wollte ja eigentlich jetzt in der nächsten Episode machen, aber das können wir jetzt schon machen. Das passt. So, und wir haben sogar noch genug Arbeitslose, um nochmal hier 2 Weizenfarmen zu bauen. Ich bin direkt vom Olymp herabgestiegen. So, dann sollten wir aber mal hier eine Sperre setzen. Ne? Ja, ich denke mal, wir müssen auf jeden Fall noch eine Philosophenschule und eine Schauspielschule bauen für später. Das würde ich jetzt schon mal machen. Wir haben genug Arbeitskräfte. So. Oh, und da sehe ich schon, sind unsere gehobenen Wohnungen jetzt hier alle entsprechend mit Waffen versorgt worden, aber noch nicht maximal. Wir brauchen noch 2 Waffen. Also diese beiden hier müssen noch mit Waffen versorgt werden. Ja, und dann haben wir diese Episode erfolgreich geschafft. Und wir haben schon 2000 Personen in unserer Stadt Lykia. Hier sehen wir es nochmal. 2 Waffen müssen jetzt noch bei unseren gehobenen Wohnungen untergebracht werden. Dann haben wir die 16 Hopliten und die anderen Ziele haben wir auch erreicht. Wunderbar. Ja, solange wir noch auf die Waffenversorgung warten, können wir jetzt tatsächlich mit dieser Stadtkasse die Prachtstraßen hier vervollständigen. Für später. So, der Waffenhändler hat schon wieder Waffen gekauft. Wir können den Verkauf von Rüstungen wieder starten. Weil hier muss nur noch jetzt die eine Waffe entsprechend geliefert werden.
Ja, der letzte Wohnsitz hat jetzt seine 2 Waffen. Damit haben wir auch unsere 16 Hopliten, ja, und die Bevölkerung von 1500 Einwohnern und wir haben eine Stadtkasse über 5000 Drachmen. Ja, und damit beenden wir nun die erste Episode dieses Abenteuers. Die Stadt Lykia erlebt eine erste Blüte. Doch in der Welt braut sich Unheil zusammen. Chimera macht das Leben im Umland zur Hölle. Und manche Leute behaupten, dass sie sich Lykia nähere. In Argos ist König Abbas nun gestorben. Doch anstatt einander im Kummer beizustehen, haben die beiden Brüder die Kluft zwischen ihnen noch vertieft. Akrisius in seiner Habgier hat Protus von den Ländern vertrieben, die sein Vater ihm vermacht hat. Protus ist nach Lykia gekommen, hat sich auf den Eid berufen, den du seinem Vater vor so vielen Jahren geschworen hast, und dich um Schutz und Hilfe bei der Rückeroberung seines Erbes gebeten. Wie kannst du dich nach dem Ableben von König Abbas weigern? Ja, diese erste Episode war doch komplizierter und schwieriger, als ich gedacht habe. Es hat lange gedauert, bis wir endlich hier finanziell auf einen grünen Zweig gekommen sind, aber nun sieht es so aus, dass unsere Stadt Lykia blüht und gedeiht. Ja, und nach dem Ableben von König Abbas müssen wir uns jetzt um Protus kümmern, dessen Bruder Akrisius ihn von seinen Ländereien vertrieben hat. Und wir müssen dafür sorgen, dass er diese Ländereien zurückbekommt. Ja, und in der zweiten Episode dieses Abenteuers mit dem Titel In Gedenken an Abbas werden wir uns wohl darum auch kümmern müssen. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid und bis zum nächsten Wiedersehen und Wiederhören wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.